Weil das zu einem Zeitpunkt kam, wo es nicht einfach war. Ich hätte das selber nicht für möglich gehalten, aber ein Cabrio vermittelt Freiheit. Ich bin 88er Baujahr und ein Kind der 90er. Dieses Auto ist meine ganze Jugend an mir vorbeigefahren. Man weiß natürlich, von wem das Auto früher oft gefahren wurde, aber das spielte für mich keine Rolle. Das war das Cabrio, wo jeder sich umgedreht hat und geguckt hat, und das ist bei mir hängen geblieben. Und ich glaube, diese zeitlose Karosserieform, dieses kantige, gleichzeitig geschwungene, ich glaube, das macht es aus. Ich bin Daniel, 36, komme aus dem schönen Sauerland, fahre ein E36 Cabrio 320i. Ich habe noch in meiner Schulzeit einen sehr guten Freund gehabt, der 2 Jahre älter war als ich. Und der hat damals einen alten Passat 32B gehabt. Und damit fing der an. Den hat er von seinen Eltern bekommen und da hat der immer ein bisschen geschraubt und da war ich bei. Und eigentlich haben wir meistens Kaminholz vorbereitet für seine Eltern, aber nebenbei war immer so ein bisschen auch sein Auto ein Thema. Und dadurch kam ich überhaupt an das Thema Auto und Tuning. Ich habe zum Bestehen meiner Schulausbildung habe ich von meinen Eltern einen Twingo geschenkt bekommen. Und der war froschgrün. Liebevoll von meinen Freunden damals Rennfrosch getauft. Und der war original. Und das gefiel mir nicht. Und so habe ich angefangen. Ich habe mit meinem Twingo damals überhaupt meine Tuning-Karriere begonnen. Wie jeder. Felgen, Fahrwerk, Folie. Tuning-Sünden begannen. Und dann hat sich das aufgebaut. Ich hatte einen Civic, einen Opel Vectra, bin dann aber wieder zu den Franzosen, Clio A, davon hatte ich 3 Stück. Dann kam mein erster Clio B, den ich auch heute noch besitze. Den habe ich mit 2010 als Neuwagen gekauft und bin da immer in der Franzosen-Szene aktiv gewesen. Doch irgendwann kam durch meine Nachbarin ein rotes E36 Cabrio zu mir zur Wartung und zur Pflege. Die Nachbarin kam früher zu mir und hatte mich gefragt, kannst du dir mal mein Auto angucken? Das steht jetzt schon so lange in der Garage, ich möchte mal wieder ein bisschen bewegen. Und da habe ich das erste Mal den Kontakt zu einem BMW und vor allem zum E36 Cabrio gefunden. Habe das Auto einmal durchgeguckt, habe eine Probefahrt gemacht und ich war von Anfang an verliebt in dieses Auto. Jahre später hat es dann den Weg zu mir gefunden. Das Auto war von der Karosserie schon verbreitert, also in Blechverbreiter, wie man es früher noch gemacht hat. Es hatte bereits ein KW Variante 1 Fahrwerk, ein Reit Silberfallsportlenkrad und die üblichen Sachen wie chromfarbene Angel Eyes, chromfarbene Blinker. Es war schon kein Originalauto mehr. Es gefiel mir nicht zu 100%, aber die Basis stimmte. Dadurch, dass ich das Auto von meiner Nachbarin mir immer wieder ausleihen konnte, habe ich irgendwann zu ihr gesagt, wenn du dieses Auto jemals verkaufst, möchte ich der Erste sein, der gefragt wird, ob er das Auto haben möchte. Und dann habe ich mir zu dem Zeitpunkt gerade einen Jugendtraum erfüllt. Ich hatte mir einen zweiten Clio gekauft, einen Clio RS. Ja, und keine 2 Wochen später nach dem Kauf des Autos klingelte mein Telefon. Es war meine damalige Nachbarin. Du, ich möchte das Auto verkaufen. Willst du es haben? Da musste ich kurz schlucken, habe kurz überlegt und habe gesagt, ja, ich nehme es. Stell's mir hier hin, ich werde es irgendwie machen.
Ja, und das ist jetzt schon über 3 Jahre her. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Eine gewisse Version war da. Also ich habe direkt gesagt, diese schwarz-matten Brock B1 Felgen, das war nicht meins. Das gefiel mir gar nicht, das war Ton in Ton. Und für mich gehört auf ein E36 eine OZ Futura. Und ich habe damals einen Kunden gehabt, der hat bei mir mal Felgen aufbereiten lassen. Und da habe ich mir gesagt, wenn du mal einmal einen Satz Futuras für mich übrig hast, dann denk an mich, sag mir Bescheid. Eines Tages kam er rein, 7,5 mal 17, sehr schlechter Zustand, aber das war mir egal. Die Basis stimmte und somit hatte ich meine Felgen. Und dann kam die Vision bzw. die Idee, machen wir mal was anderes. Lass uns mal einen Felgenstern nicht verchromen, sondern verkupfern. Und so kam dann eins zum anderen, Felgensterne verkupfert, Felgensterne wurden verkupfert, die Schrauben wurden vergoldet, die Betten auf Hochglanz poliert. Und so kam die Idee immer weiter. Diese Chromscheinwerfer mussten weg, die Chromnieren, die Originalen, wurden gegen schwarz-glänzende getauscht. Die Scheinwerfer sollten schwarz sein, schwarze Blinker, schwarze Nebelscheinwerfer, weil ich wollte nicht dieses schreiende Chrom. Chrom war in den 90ern auch schon immer so eine, wie hat man immer gesagt, das kam vom Autoscooter. Und das wollte ich denn, das war nicht das Klischee, was das Auto erfüllen soll. Und dann kam immer nur so ein paar Kleinigkeiten, eine schwarz-hochglanzfarbene Lippe. Nicht viel, nur ein bisschen. Um die Silhouette vom Cabrio oder vom E36, die Silhouette vom E36 hervorzuheben. Ja, eines Tages kam dann irgendwann mal die Idee, ein Luftfahrwerk zu verbauen. Ich habe immer mal zwischendurch geguckt und dann habe ich eins gefunden. Und wie es dann oft so ist, dann schlägt man zu, 2 Tage vor den PS Days in Hannover, dann baut man das Ganze sofort ein und fährt 2 Tage später nach dem Kauf mit dem Auto auf dem Anhänger direkt nach Hannover zu den PS Days und stellt das Auto da aus. Keiner wusste davon. Das ist ein Grinds Luftfahrwerk mit einer Grinds G2 Steuerung auf 8 mm Luftleitung und nicht wie die meisten auf 6, weil ich wollte schon eine gewisse Geschwindigkeit in der Steuerung haben. Ich finde, das ist auch ein Sicherheitsaspekt. Wir fahren ja ein Luftfahrwerk, weil wir möchten ja auch möglichst tief fahren, aber das Auto anheben können. Und diese Funktion, reden wir mal vom Straßenverkehr, es kommt ein Rettungsfahrzeug und wir müssen einen Bordstein hoch. Natürlich kann ich mit jedem Auto diesen Bordstein hoch. Wenn ich aber schon ein Luftfahrwerk verbaut habe, dann möchte ich natürlich mein Auto schützen und schonen, fahre das Luftfahrwerk hoch und das geht nur, wenn es schnell geht. Das muss dann schnell gehen, wenn ein Rettungsfahrzeug kommt. Und das geht nur über größere Leitungen. Im Innenraum war bereits ein Reit-Silberpfeil Sportlenkrad verbaut. Das Tuning-Lenkrad aus den 90ern, was jeder haben wollte. Da war ich auch sehr glücklich drüber, dass das vorhanden ist. Und wie das dann bei Tunern häufiger ist, kommt dann einfach mal eine Schnapsidee. Und ich hatte da noch aus dem anderen Auto einen Überrollbügel von Vichas liegen und habe gesagt, ich probiere einfach mal, ob dieser Bügel in das E36 Cabrio passt. Und siehe da, mit ein paar Modifikationen passte plötzlich ein Überrollbügel aus einem Renault Clio in ein E36 Cabrio. Aber irgendwie fehlte mir dann noch was, also habe ich noch ein zweites Kreuz mit dazu geschweißt. Das ist eine G-Power Abgasanlage, also die war bereits montiert, als ich das Auto gekauft habe, aber da bin ich sehr stolz, weil G-Power einen sehr schön satten, ruhigen Klang macht und nicht wie für die meisten am E36 wollen einen Eisenmann. Aber Eisenmann schreit. Ich finde Eisenmann, wenn der warm ist und wenn der Last bekommt, dann wird der auch blechernd. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und G-Power war für seine dezente Zurückhaltung bekannt, aber trotzdem kraftvoll und klangvoll.
Also so ein paar kleinere Baustellen habe ich definitiv noch. Ich möchte gerne den Kofferraum irgendwann so umbauen, dass er sich optisch dem Ganzen anpasst, dass man das Airbag auch mal zeigen kann, die Steuerung. Aber auch der Überrollbügel, den möchte ich gerne noch in echt verkupfern lassen, so wie die Felgensterne. War halt der Zeit geschuldet, dass das Auto jetzt für die Saison fertig werden musste, nicht mehr machbar. Ich hätte das selber nicht für möglich gehalten, aber ein Cabrio vermittelt Freiheit. Selbst Motorradfahren vermittelt Freiheit, aber da trage ich einen Helm, der mir wiederum Schutz bietet, aber auch gleichzeitig Empfindungen nimmt. Und das habe ich beim Cabrio nicht. Ne? Selbst bei einem Auto mit Schiebedach kann ich nicht das empfinden, was ich in einem Cabrio fühle. Ich glaube, das muss man erleben. Das klingt für den einen oder anderen bestimmt bescheuert. Aber es ist ein absolutes Freiheitsgefühl. An erster Stelle möchte ich mich bei meiner Frau bedanken. Das ist ein schwieriges Thema. Meine Frau hat mich damals bei dem Projekt E36 Kauf voll und ganz unterstützt, weil das zu einem Zeitpunkt kam, wo es nicht einfach war. Wir haben gerade erfahren, dass ich chronisch krank geworden bin oder krank war und das mein Leben lang nicht verlieren werde. Und das Cabrio hat in dem Moment mir Freiheit geschenkt. Und das hat meine Frau voll und ganz unterstützt. Aber natürlich möchte ich auch meiner damaligen Nachbarin danken, dass sie mir die Chance gegeben hat, A, dieses Auto jederzeit fahren zu dürfen und damals der Erste zu sein, der es kaufen durfte. Ja, und dann natürlich all meine Freunde, die mir immer wieder beim Auto geholfen haben, das kannst du noch so machen oder auch beim Schrauben alleine mal nur unterstützt haben. Aber in erster Linie, da ist nur meine Frau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Und vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ich hatte die Vorstellung im Kopf, etwas Rost, ein bisschen Flugrost hier und da. Und halt mir war die Front wichtig, dass das richtig gelebt aussieht. Der Motor ist mit zwei 40er IDF Doppelvergasern aufgebaut, hat so eine kleine Leistungskur auch in England erfahren.